Nichts, wirklich nichts, passiert zufällig. Nicht die Menschen, denen du begegnest, nicht die Herausforderung, die dir das Leben stellt, und auch nicht die scheinbar bedeutungslosen Momente, die du längst vergessen hast. Wenn du bereit bist, dein Leben mit anderen Augen zu sehen, dann bleib jetzt unbedingt bis zum Ende dieses Videos dabei. Denn wir sprechen heute über ein Gesetz, das alles verändert, das Gesetz der Resonanz. Und wir tun es durch die Linse eines der größten Tiefenpsychologen unserer Zeit, Carl Gustav Jung. Wenn dich solche Inhalte berühren, dann unterstütze gerne diesen Kanal. Gib dem Video ein Like, abonniere Wunschmagie und schreib in die Kommentare. Ich bin bereit, das Verborgene zu erkennen. Und jetzt atme tief durch und lass uns gemeinsam eintauchen. Nichts im Universum geschieht zufällig. Das sagte Carl Jung und meinte damit nicht nur die großen Wendepunkte im Leben, sondern jede einzelne Begegnung. Jede Person, die in unser Leben tritt, sei es für einen Augenblick oder für viele Jahre, ist ein Spiegel. Ein Spiegel für das, was in uns selbst noch verborgen liegt. Jung sprach von Synchronizität. Sinnvolle Zufälle, die keine äußere Ursache haben, aber eine tiefere, innere Bedeutung. Und genau hier beginnt das Gesetz der Resonanz. Du glaubst, du triffst Menschen zufällig? Carl Jung würde dir etwas ganz anderes sagen. Denn hinter jeder Begegnung verbirgt sich eine Botschaft. Und je herausfordernder ein Mensch für dich ist, desto größer ist die Chance, dass er dir einen Anteil deiner eigenen Seele spiegelt, den du bisher verdrängt hast. Wenn das, was du im Außen siehst, dich triggert, dann spricht das Leben in seiner deutlichsten Sprache zu dir. Genau jetzt wird es spannend, denn gleich erfährst du, wie das Gesetz der Resonanz auf unterbewusster Ebene wirkt und warum du genau die Menschen anziehst, die du triffst. Bleib dran, wir gehen noch tiefer. Das Gesetz der Resonanz besagt, alles im Universum sendet Schwingungen aus. Jeder Gedanke, jede Emotion, auch du, ob du willst oder nicht. Dein innerer Zustand erzeugt ein Schwingungsfeld, das mit dem Außen in Verbindung tritt. Du ziehst an, was zu dir passt. Nicht zu deinem Bewusstsein, sondern zu deinem Unterbewusstsein. Wenn du also immer wieder auf Menschen triffst, die dich enttäuschen, ignorieren oder verletzen, dann ist das kein Beweis für dein Pech, sondern für deine Resonanz. Die gute Nachricht? Du kannst diese Resonanz verändern, denn je klarer du erkennst, was in dir schwingt, desto bewusster kannst du wählen, was du wirklich in dein Leben ziehen willst. Jede Begegnung ist ein Spiegel. Manche Menschen zeigen dir, was du liebst, andere zeigen dir, was du ablehnst, doch alle zeigen dir dich. Carl Jung hat es auf den Punkt gebracht: Die Menschen, die dir im Leben begegnen, sind nicht zufällig da. Sie sind Antworten auf Fragen, die du vielleicht noch gar nicht gestellt hast. Manche Menschen kommen in dein Leben wie ein Geschenk, andere wie ein Sturm. Doch beide erfüllen denselben Zweck. Sie holen Anteile von dir ans Licht, die im Verborgenen lagen. Es kann ein verborgenes Talent sein, das du im anderen erkennst, oder ein Schattenanteil, dem du dich bisher nie stellen wolltest. Wenn dich jemand fasziniert, frage dich, was du in ihm siehst, das du in dir vermisst. Wenn dich jemand aufregt, frage dich, was dich so stark triggert und warum du diese Energie anziehst. Jung nennt diesen Prozess Individuation. Es ist der Weg zu deinem wahren Selbst. Und jeder Mensch, dem du begegnest, ist ein Teil dieses Weges. Besonders die schwierigen Begegnungen sind oft die wertvollsten Lehrer. Denn sie zeigen dir nicht nur deine Grenzen, sie zeigen dir auch dein Potenzial. Menschen, die dich herausfordern, wecken Seiten in dir, die reif sind für Veränderung. Deine Seele ruft und die Menschen sind ihre Antwort. Also, sieh hin. Nicht dein Verstand zieht Menschen in dein Leben, sondern dein Unterbewusstsein. Dein innerer Zustand, deine unbewussten Überzeugungen, verdrängten Wünsche, nicht geheilten Wunden, all das sendet eine Energie aus.
Diese Energie hat eine Frequenz und wie ein Magnet zieht sie genau das an, was auf derselben Wellenlänge schwingt. Das nennt man Gesetz der Resonanz. Du ziehst nicht an, was du willst, du ziehst an, was du bist. Wenn du dich unbewusst klein fühlst, wirst du Menschen treffen, die dich übersehen. Wenn du tief in dir glaubst, nicht liebenswert zu sein, wirst du immer wieder emotionale Distanz erleben. Es ist kein Zufall, es ist Spiegelarbeit und es ist eine Chance. Denn jede Begegnung, ob wohltuend oder schmerzhaft, zeigt dir, wo du stehst. Das Universum gibt dir keine Menschen, um dich zu bestrafen. Es gibt dir Menschen, um dich aufzuwecken. Diese Energie wirkt nicht nur persönlich, sie wirkt auch kollektiv. In Gruppen, in Familien, in Kulturen und Gesellschaften. Jeder Mensch ist Teil eines größeren energetischen Netzes und dieses Netz speist sich aus dem Unbewussten aller Beteiligten. Was du in anderen ablehnst, ist oft ein Anteil in dir, den du noch nicht heilen konntest. Jungs Konzept des Schattens sagt, wir erkennen uns selbst am deutlichsten in dem, was wir an anderen nicht ertragen. Deshalb ist jede Begegnung, auch die schwierigste, eine Einladung zur Heilung. Nimm diesen Spiegel an, nicht um dich zu verurteilen, sondern um dich zu befreien. Jede Begegnung ist eine Lektion und jeder Mensch, der dir begegnet, ein Lehrer. So dachte es Carl Gustav Jung. Für ihn ist kein Mensch zufällig in deinem Leben. Jede Beziehung, jede Interaktion ist eine Einladung zum inneren Wachstum. Manche Menschen zeigen dir, wer du bist. Andere zeigen dir, wer du nicht mehr sein willst. Wenn dir jemand nahe kommt, berührt er nicht nur deine äußere Realität, sondern auch deine innersten Anteile. Manche Begegnungen zeigen dir das Licht in dir. Andere zwingen dich, dich deinem Schatten zu stellen. Schmerzvolle Begegnungen sind keine Strafe. Sie sind der Spiegel deiner tiefsten Heilungspotenziale. Denn nur wenn du deinen Schatten erkennst, kannst du wirklich frei werden. In Jungs Lehre ist der Schatten all das, was du verdrängt, nicht anerkannt, nicht gefühlt hast. Der Mensch, der dich triggert, ist dein Lehrer, weil er dich zu deinem wahren Ich zurückführt. Beziehungen zeigen dir, wo du stehst und wohin du gehen kannst. Das Spirituelle liegt nicht im Rückzug, sondern im bewussten Erleben, in jedem Gespräch, in jeder Spannung, in jeder liebevollen Berührung. Jeder Mensch, der dich berührt, berührt eine Wahrheit in dir. Das ist Wachstum. Nicht das, was du liest, sondern das, was du erlebst. Manchmal ist es leise, manchmal schmerzhaft, manchmal wunderschön, aber immer transformierend. Du musst das Leben nicht kontrollieren. Du musst ihm nur bewusst begegnen. Und so wird jede Begegnung, ob angenehm oder herausfordernd, zum Tor für deine spirituelle Entwicklung. Zufall ist nur der Name, den wir dem Unbekannten geben. Carl Gustav Jung. Was wie ein Zufall erscheint, ist oft eine Botschaft, eine Einladung, ein Flüstern des Universums, das etwas gesehen werden will. Jung sprach vom kollektiven Unbewussten, einem Raum, in dem alles verbunden ist. Menschen, Symbole, Erfahrungen, Archetypen. Nichts geschieht isoliert. Alles steht in Resonanz zueinander. Ein Blick, ein Wort, ein Wiedersehen, das du nicht erklären kannst. Und doch fühlt es sich bedeutungsvoll an. Solche Momente sind keine bloßen Zufälle. Sie sind Synchronizitäten. Das bedeutet, zwei Ereignisse geschehen gleichzeitig und ergeben plötzlich einen Sinn, auch wenn sie nicht kausal miteinander verbunden sind. Das Universum spricht in Symbolen, in Begegnungen, in Träumen, in diesen seltsamen Zufällen, die plötzlich genau das zeigen, was du brauchst. Doch nur wer hinschaut, versteht die Sprache. Zufälle sind wie Wegweiser. Wer sie ignoriert, verpasst die Einladung zum inneren Erwachen. Denn jede unerklärliche Fügung trägt eine tiefe Bedeutung in sich. Sie zeigt dir, wo dein Weg hingehen darf. Wenn du heute auf jemanden triffst, der dich berührt, frage dich nicht nur, warum gerade jetzt? Frage dich,
Was will mir diese Begegnung zeigen? Ist es eine Erinnerung an etwas, das du vergessen hast? Ist es eine Chance, eine alte Wunde zu heilen? Ist es ein Spiegel, der dir dein wahres Selbst zeigt? Sobald du aufhörst, Begegnungen als zufällig zu betrachten, beginnt das Leben dir zu antworten. Denn du erkennst, alles ist verbunden, alles hat Sinn, alles ist Resonanz. Was wäre, wenn jeder Mensch, dem du begegnest, nicht nur ein Teil deines Weges ist, sondern auch ein Spiegel deiner innersten Wahrheit? Carl Jung nannte diesen inneren Anteil den Schatten. Jene Teile in uns, die wir verdrängen, vergessen und verleugnen. Doch der Schatten geht nicht weg. Er sucht sich einen Weg. Und manchmal taucht er in Form eines Menschen auf. Jemand, der dich triggert, dich herausfordert, dich verwirrt, dich vielleicht sogar verletzt. Was, wenn genau diese Person ein Teil deiner Heilung ist, weil sie etwas in dir berührt, das gesehen werden will? Bedenke, der Schatten ist kein Feind, sondern eine Einladung, eine unerledigte Lektion deiner Seele. Und gerade durch die Begegnungen, die wir am liebsten vermeiden würden, wächst unser Bewusstsein. Wenn du das nächste Mal jemandem begegnest, der dich aus dem Gleichgewicht bringt, frage dich nicht nur, was stimmt mit der Person nicht? Frage dich, was in mir wird gerade berührt? Was darf in mir heilen? Begegnungen, die wir als schwierig empfinden, sind oft Portale zur tiefsten Transformation, denn deine Seele resoniert nicht nur mit Licht, sondern auch mit dem, was du noch integrieren darfst. Genau dort beginnt wahres Wachstum. Du bist nicht hier, um perfekt zu sein. Erinnerst du dich an den letzten Moment, in dem du jemandem begegnet bist und du wusstest, das hat einen Grund? Vielleicht war es nur ein kurzer Blick, ein Gespräch, ein Konflikt oder eine tiefe Verbindung, die du dir nicht erklären konntest. Carl Jung würde sagen, das war Resonanz. Du ziehst nicht einfach Menschen an. Du erinnerst dich an Aspekte deiner Seele. In jedem Menschen, dem du begegnest, liegt eine Erinnerung verborgen. Eine Erinnerung daran, was du bereits bist, was du verdrängt hast, was du ersehnst, was du heilen darfst. Und vielleicht sind all diese Begegnungen gar keine Zufälle, sondern Wegweiser. Manche Begegnungen öffnen dein Herz, andere fordern dich heraus und wieder andere bringen dich an deine Grenze. Doch alle haben eines gemeinsam: sie sind für dich, nie gegen dich. Wenn du beginnst, so zu denken, verändert sich alles. Du hörst auf, dich zu fragen, warum passiert mir das? Und beginnst zu verstehen, was darf ich daraus erkennen? Denn nichts, was dir begegnet, ist zufällig. Alles ist Teil deines Erwachens. Vielleicht ist dieser Moment, dieses Video bereits eine solche Begegnung. Vielleicht erinnert dich diese Resonanz gerade an das, was du längst gespürt hast. Du bist Bewusstsein, du bist Frequenz und Schöpfer. Und das Universum antwortet auf genau das, mit Menschen, mit Momenten. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass diese Worte dich berührt haben, dann ist das kein Zufall, sondern vielleicht die stärkste Resonanz deines Tages. Wenn dir die Meditation gefallen hat, dann schenke dir selbst noch mehr davon. Abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein neues Video verpasst. Du bist Schöpfer deiner Realität und hier lernst du, wie du sie bewusst gestaltest.